Hallo, willkommen am 1000 Wecker Report Livestream. Heute mit dem Thema Game Over für die Silberpreisdrückung. Disclaimer. Game Over für die Silberpreisdrückung. Noch heute werden täglich bis zu 1 Million Unzen Silber aus den Tresoren der COMEX abgezogen bzw. nach Asien und Indien verkauft. Der Silberpreis könnte kurz davor stehen, buchstäblich um 100% zu steigen. Der Preis muss sich mindestens verdoppeln, um die Nachfragereaktion abzuschwächen und den Markt wieder in den Griff zu kommen. Der nächste parabolische Silberanstieg steht uns also bevor. Ein einziger mittelgroßer Hedgefonds könnte den Silbermarkt komplett aufkaufen. Also die 40 Millionen Unzen, die wie unten abgebildet hier in der COMEX liegen, mal aktuellen Silberpreis 18,50, ergeben nur 740 Millionen. Das ist alles, was an Silber in der COMEX vorliegt. Also ohne viel Risiko einzugehen. Silberhorter und die Solarindustrie haben die Weichen gestellt. Während die Minenproduktion in Zeitlingen aufgrund der niedrigen Silberpreise und hohen Energiekosten lahmgelegt sind. Das ist alles zusammenführt zu einem noch nie dagewesenen Entladungspotenzial bei Silberminenaktien. Also man muss sich das mal vorstellen. Sie drücken mit der gesamten Kraft ihrer Derivate den Silberpreis runter. Das führt unter anderem schon seit Jahrzehnten dazu, dass die Firmen nicht ihre Silberproduktion substituieren, also mit anderen Metallen. Also die Solarindustrie verwendet Silber, weil es eben so günstig ist. Ähm, äh, die Rüstungsindustrie, überall wird Silber verbraucht. Das ist quasi alles Silber wird eigentlich hinweggefressen und das merkt zu und natürlich dann auch die Horter Silber, also keiner der Horter, der Silber kauft, verkauft seine Silberunzen. Das macht ja auch ökonomisch überhaupt keinen Sinn, weil es große Aufschläge sind, sonst was, sondern es ist wirklich ein Krisenmetall. Das heißt, das Silber verschwindet und wird auf der anderen Seite weggenommen. Und gleichzeitig versucht uns das System zu überzeugen, dass Gold und Silber unattraktive Investments sind, dass sie sie in den nächsten Monaten und Jahren überhaupt nicht brauchen. Aber das hat einen Preis. Sie müssen eben auch teilweise physisches Gold und Silber ausliefern. Mehr Kunden wollen das. Und das hat eben dazu geführt, dass, sage ich mal, seit Anfang des Jahres die 100 Millionen Unzen, die bei der COMEX noch zur Verfügung war, um 60 Millionen Unzen abgesunken, auf 40 Millionen Unzen abgesunken sind aktuell. Und Sie sehen oben hier das Statement von Wall Street Silber. Und da steht ja, COMEX registered Silber will be empty by March 20, 20,000, 2023 at the current price rate. Das heißt, es wird alles rausgesaugt. Das heißt, Sie müssen, damit nicht die gesamte Manipulation zusammenbricht, müssen Sie den Preis hochgehen lassen, um diesen Druck, diesen Nachfragedruck, wie hier im Text beschrieben ist, etwas abzuschwächen. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Sie einen Silberpreis, eine Verdopplung des Silberpreises gar nicht mehr verhindern können. Kann dann natürlich, wenn die Dynamik erstmal kommt, sich auch verdreifachen. Und was ganz Ähnliches hatten wir in den 1960er Jahren, von 1963 bis 1966, denke ich, auch die Zeit, als der Dime, das hatte ich auch in einer Wiese schon mal erzählt, silbert worden ist, durch Nickel quasi ersetzt worden ist, weil der innere Wert zu groß geworden ist. Und hat sich Silber eben verdreifacht einfach auch, weil diese Nachfrage wegen der gestiegenen Inflation einfach zu groß geworden ist. Und das hat eben im Minensektor geführt, dass gerade bei Silberaktien, das ist eine der Statements, die ich auch nochmal vielleicht jetzt zum Wochenende nochmal nachreichen werde, keine Silberaktie oder Penny-Silberaktie in den 1960er Jahren stieg weniger als um das 160-fache. Und das ist genau das identische Setup, das wir kriegen. Das heißt, die Goldaktien und Silberaktien, also die Silberaktien primär und die Goldaktien natürlich in dem Zusammenhang auch,
werden hochgerissen, wenn Silber sich verdoppelt oder gar verdreifacht. Und das ist einer der größten Chancen der Neuzeit, die es in dieser Dimension wirklich selten gibt, wie ich gesagt habe, in den 1960er Jahren, als die Silber sich verdreifachte, dann nochmal in den 70er Jahren und dann eigentlich auf der breiten Basis nur noch von 2000 bis 2004, 5, da wo die Goldaktien auch überproportional gestiegen sind. Und Gleiches steht bevor. Ja, also Sie müssen sich bald entscheiden. Entweder die COMEX läuft absolut leer, das führt zum totalen Zusammenbruch und dann kann es sein, wenn Sie das also nicht mehr in den Griff kriegen können, dass der Silberpreis auch auf die vermuteten Allzeithöhen irgendwo von $400 steigt. Also das macht es, wenn das System kollabiert, kann das passieren. Das wird aber nicht kollabieren, weil sie sich entschließen werden, okay, wir geben Silber ein bisschen Luft. Und genau auf diese Situation spielen wir ja mit unseren Gold- und Silberaktien, die in dem Umfeld überproportional steigen. Gold, Projektgenerator, Operationsgebiet Neufundland in Kanada, Marktkapitalisierung 10 Millionen kanadische Dollar, hohes Risiko. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Minenexploration in Neufundland, Kanada. Zentral-Neufundland ist bekannt für eine der jüngsten hochgradigen orogenen Goldentdeckungen. Zu einem der interessantesten, entwickelt sich mittlerweile zu einem interessantesten Goldexplorationsgebiete. Das Vorzeigeprojekt Golden Bay, das 939 Quadratkilometer an Claims im südlichen Zentrum Neufundland umfasst, weist mehrere hochgradige Goldanomalien an der Oberfläche entlang eines 40 Kilometer langen Gebietes auf. Generell ist das Gebiet sehr wenig erforscht, sehr wenig historische Bohrungen und moderne Exploration, die ein enormes Potenzial für neue Entdeckungen darstellen. Ähm, ja, es gab 4,4585 Gramm Gold, bester Bohrabschnitt, auch hier nochmal mit 9,6 Gramm, also hochgradiges Gold über 7,8 Meter. Also das ist das eine Projekt. Das andere Projekt ist ein Joint Venture. Das Buchans Mary March Projekt ist, das ist in Englisch, also befindet sich in zentralen Neufundland, 20 Kilometer Nordwest von der ehemaligen produzierenden Buchanan-Mine. Das Buchanan äh, ähm, Deposit gilt als einer der höchstgradigen Polymetallic-Metalle mit Zink, Blei, Kupfer, Gold, Silber. Also 14,51% Zink, wie hier steht, ist absolut gigantisch. 7,56% Blei, 1,33% Kupfer und 126 Gramm pro Tonne Gold, Silber und 1,37 Gramm pro Tonne Gold. Das Ganze ist ein Joint Venture Gebiet mit Glencore und wobei das Unternehmen hier Mehrheitseigner des Joint Ventures sind, also 56%. Ich meine, das ist auch ein gutes Zeichen, dass solche Unternehmen wie Glencore da reingehen, wahrscheinlich wegen dieser absoluten hochgradigen Zink- und Blei-Messungen. Ja, und dann gibt es eben noch weitere Bohrungen, dann wiederum auch mit hochgradigen Gold und Silber, hier 4,2 Gramm pro Tonne Gold, 122 Gramm pro Tonne Silber, wieder 10% Zink, enorm. Und auch noch anderes Bohrloch 12,2 Gramm pro Tonne, 660 Gramm pro Tonne Silber, 16,8% Zink. Ja, also sehr interessante Werte, sehr interessante Partner. Eben das ganz große Potenzial ist natürlich das Golden Bay-Projekt mit 939 Quadratkilometer. Da ist sehr viel zu entdecken. Und Sie sehen, diese Aktie hat in der Vergangenheit auch schon mal, ist euphorisch schon mal nach oben getragen worden. Sie sehen hier von der Corona-Krise 2020, wo das hier irgendwo bei, tja, 2, 3, 4 Cent war, ist hier sage und schreibe 0,6 gestiegen. Also ein enormer Anstieg hier, ja, um das 15-fache oder so, wenn ich das richtig sehe. Und Sie sehen, diese Aktie hat ein höheres Hoch im Vergleich zu der letzten großen ähm, Einbruch bei Gold- und Silberaktien eben in der Corona-Krise. Und das ist auch ein Anzeichen, sobald der Markt sich dreht, dass diese Aktie dann auch schnell wieder das Alltime-Hoch erreicht. Von eben jetzt hier 0,085.
Ich glaube, Eric Sprott war damals auch investiert in das Unternehmen. Und das ist natürlich teilweise eben auch ein Problem. Der geht natürlich auch in Aktien rein und bewegt die damit stark. Es ist also viel heißes Geld drin. Es gibt Follow Me Geld, geht da sehr, sehr viel rein. Dann springen auch die Kleinanleger rein, wollen natürlich auch profitieren. Und dann kommen wir natürlich diesen verrückten Kursausschlägen. Was wir natürlich brauchen, ist jetzt, sage ich mal, ein stabiler Goldmarkt, dass das Gold über 2000 sich etabliert, Silber Richtung 50 gehen, wie beschrieben, diese Silberpreisentwicklung. Und wenn wir diese Preise erreicht haben, geht natürlich auch das große Geld wie Eric Sprott sowieso und viele andere rein. Und Sie können sich ja vorstellen, was dann aus diesen Preisen wird. Aber nicht vergessen, wenn das Hot Money erstmal drin ist und auch das Big Money, dann sind eben auch solche Rückschläge denkbar. Ne? Das ist natürlich äußerst brutal, wenn es von 0,6 hier auf 0,085 geht. Aber das sind die Bewegungen hier im Goldaktiensektor, die man leider hinnehmen muss. Und man hat gar keine andere Wahl, bis auf die nächste Euphoriewelle zu warten, wo man das abstoßen kann. Aber wir denken ja aufgrund des Silberpreisanstieges ist bevor. Das ist einfach einer der größten Chancen, die man sich meiner Meinung nach so denken kann. Und das steht meines Erachtens unmittelbar bevor. Vor allen Dingen verrückt ist eben auch diese Goldaktien, Silberaktienpreise nochmal so extremst gedrückt worden sind. Da gibt es wirklich keine logische Erklärung. Also, und das macht die Chance aktuell auch so riesengroß. Also sicherlich ein interessantes Unternehmen, natürlich auch hohes Risiko, wie immer keine Kaufempfehlung, aber kann man sich gerne mal angucken. Und das Jurisdiction, also das Rechtsgebiet ist mit Neufundland meiner Meinung nach wirklich sehr gut. Chartdynamik stimmt auch, große Investoren wie Eric Sprott sind auch dabei, hochgradig, sicherlich mal einen Blick wert, diese Aktie. Ja, uns interessiert ja dieser Goldaktienbullmarkt 1970er Jahre. Wir hoffen, dass sich was Ähnliches wiederholt. Damals stiegen Aktien von 15 nach 20 Cent auf 15, 20, $30. Das heißt, aus $1000 konnte man teilweise eine Viertelmillion und mehr machen. Das passiert natürlich nicht jeden Tag. Das geht nur, wenn man, sage ich mal, einen völlig zerstörten Markt verkauft und dann Glück hat, dass dann irgendwann später eine Übertreibung setzt. Und genau das ist hier zwischen 1976 und 1980 passiert. Da hatte damals Gold auch korrigiert von von $200 auf $100. Und dann ging es dann von $100 langsam auf 200 und in dem letzten Jahr 1979 sozusagen stieg es dann von $200 auf 8.500 innerhalb von einem Jahr. Das ist theoretisch auch möglich, dass hier sowas passieren kann. Wird Ihnen aber niemand sagen können. Wir können nur sagen, Goldaktien sind im Vergleich also gerade diese Penny-Gold-Aktien zu Senior-Gold-Aktien unterbewertet. Senior-Gold-Aktien sind wiederum unterbewertet zu Gold und Gold ist generell unterbewertet zu den herausgegebenen digitalen Währungseinheiten und Papiergeldeinheiten. Also wir haben eine dreifach Unterbewertung von Junior-Gold-Aktien und Silberaktien natürlich, die darauf warten, dass im Grunde genommen jetzt diese Silberentladung kommt und diese utopischen Bewertungen wie hier in den 1970ern hoffentlich angenommen wird. Das passiert wirklich nicht jeden Tag, aber wir denken, dass diese Entwicklung bevorsteht. Ja, was kann man noch tun? Man kauft eben einfach diese Penny Stocks mit großen Ressourcen. Klar, es ist großes Risiko immer dabei. Wir wissen nicht, was die Minenbetreiber tun. Sie lügen vielleicht auch über die Projektgebiete. Webseiten sind falsch, die Informationen. Es ist schon sehr risikoreich. Allerdings, wenn eine wirkliche Goldmania kommt, wird eigentlich alles mit hochgedrückt. Ne? Das ist das Interessante. Und natürlich diese Top-Aktien, die dann in der Lage sind, besonders große Euphorie zu erzeugen bei den Anlegern, steigen natürlich besonders gut. Und in den 1960er Jahren und auch dieses Beispiel zeigt, wo es hingehen kann. Ne? Und definitiv sind wir niedrig, definitiv ist die Chance da und definitiv ist die Wahrscheinlichkeit, dass es zum Anstieg von Gold und Silber jetzt in den nächsten Monaten kommt, ist eigentlich sehr groß. Ja, 1000-Wecker-Report. Also wir versuchen diese Aktien zu identifizieren, nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu ordnen. Wir berechnen diesen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, an Anzahl des Kunden, Anzahl der Ressourcen, des Grades, also des Metallgehaltes und das Rechtsgebiet. Also wenn es nicht so gut ist, dann bekommt es einen Abzug und dann sinkt dieser Potenzialwert.
Einfach, dass man das zwischen diese Aktien besser vergleichen kann. Wir haben eine Exit-Strategie entwickelt, also was kaufen Sie, wenn dieser Boom vorbei ist. Ähm, Bei Interesse mache ich Ihnen noch einen Portfoliovorschlag fertig mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten im YouTube-Video verlinkt. Einlagen von Gold und Silber Einkaufsgemeinschaft. Macht Sinn, vielleicht ein Zollfreilager zu nutzen, einzulagern. Das ist ein günstiger Anbieter, der ist für jederzeit an Gold und Silber gekommen. Könnte vielleicht eine Alternative sein in einer gewissen Situation. Ja, Preisvergleich, immer, bevor man überhaupt physisches Gold kaufen, auf Vergleichsportale gehen. Nützliche Informationen, Kontakt. Ja, einfach dann ein paar Informationen verlinkt auf der Webseite, mit welchem Broker können Sie haben, welchen Broker in der Schweiz, weitere Langfristcharts wie Uran. Ja, im Übrigen, wie gesagt, mein Report habe ich auch, also zumindestens im sogenannten, in der versteckten Gesamtübersicht, das ist, sage ich mal, so ein Online-Link, der eigentlich täglich gepflegt wird, sind auch Uranaktien zu finden. Wie gesagt, ich bin nicht primär besonders an Uran interessiert. Ich kann das schwer einschätzen. Vielleicht kriegen wir auch sogar noch jetzt irgendwas, ein Atomunfall oder Angriff oder was weiß ich was. Und es kann dann wieder die Begeisterung abklingen. Schwer zu sagen, aber Energieprobleme haben wir in jedem Fall auch. Das Uran-Charting sieht im Augenblick gut aus. Also kann auch sein, dass es da ziemlich hoch geht. Und da sagen ja auch Analysten, dass es jetzt irgendwie das Uran, glaube ich, 54 $ oder so. Das kann natürlich auch noch auf 70, 80 steigen, vielleicht 100 oder 90 und das kann auch eine schöne Rallye aussuchen. Kann man sich, sag ich mal, als Ergänzung reinlegen. Aber ansonsten ist natürlich auch viel potenzielles Risiko dabei und es ist eben kein monetäres Metall. Ne? Ja, also weiter noch, Sie finden da Informationen von Chartisten, Videos von guten Experten wie Uwe Bergold. Diskussionsforum habe ich nochmal verlinkt, COCA. Da werden eigentlich alle Aktien soweit intensiv diskutiert und da kann man sicherlich die eine oder andere interessante Information auch noch rausbekommen. Ja, wenn Sie generell Fragen zum Report haben, Zustellungsprobleme, Anregungen, stehe ich Ihnen unter der angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. Sobald es hier möglich ist, würde ich Sie dann zurückrufen. Ja, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat, die Glocke zu betätigen, damit Sie sofort auf aktuelle Videos aufmerksam gemacht werden. Vielleicht auch anderen diesen Kanal empfehlen, weil im Grunde genommen betrifft das jeden. Ich meine, wir stehen alle vor einer inflationären Entwicklung und es ist ja wirklich möglich, dass jetzt in den nächsten 6 bis 12 Monaten die Stunde der Goldaktien und Silberaktien kommt und das würde doch sehr vielen Menschen helfen, wenn sie dadurch einfach A, mehr Geld generieren können, zum Beispiel höhere Kosten bezahlen zu können und auf der anderen Seite vielleicht dann auch am Ende auch noch mehr physisches Gold und Silber erwerben. Ja, in jedem Fall sollten Gold und Silber von diesem Stand das besser als reine Bargeldeinlagen oder Sichteinlagen bei der Bank sein. Es hat auch einen etwas höheren geschützten Status, auch wenn das natürlich im Krisenfall alles relativ ist, überhaupt keine Frage. Ja, nochmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.